Hi, ich bin Martin und führe dich in den nächsten gut 3 Minuten ganz kurz und knackig einmal durch Binier. Also, mein Arbeitstag startet mit dem Check-in im Binier und in der Lobby kann ich durch ein Emoji zeigen, wie es mir gerade geht. Außerdem kann ich auch noch angeben, von wo ich arbeite und wenn ich möchte, einen kurzen Status angeben. Also beispielsweise, ich bin heute nur bis 14 Uhr erreichbar. Diese Informationen sind nur sichtbar für meine TeamkollegInnen und werden auch nicht getrackt, sondern die werden auch am Ende des Tages natürlich alle gelöscht. Nun gehe ich in den Aufzug. Hier habe ich eine Übersicht über meine Teamräume und die Räume anderer Teams, die ich je nach Einstellung auch besuchen kann. Der Teamraum, das ist so das virtuelle Zuhause meines Teams. Da treffe ich mich zwischen meinen Calls immer mal wieder mit den anderen, tausche mich kurz aus, sehe, was so mit passiert. Und es gibt verschiedene Bereiche, in denen ich mich aufhalten kann. Es gibt die Tischgruppe, die Fokuszone, die Meeting-Tables und es gibt die Küche. Und wir fangen mal an mit der Tischgruppe. Das ist so der Ort für Teamarbeit. Da gibt es einen Dauercall, in den ich immer wieder zwischen meinen Calls auch reingehe und immer wieder kurze Kontaktpunkte mit den anderen habe. Jetzt schauen wir mal, was bei uns gerade passiert. Ja, wie man sieht, herrscht hier Stille. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir sind ja bei der Arbeit. Und wenn ich eine spontane Frage habe, dann muss ich mich nur unmuten. Hey zusammen, hi. Ich nehme hier gerade ein Demo-Video auf. Kann das von euch später noch irgendjemand in die App hochladen? Ja, schick mir einfach die Datei, dann lade ich das hoch. Alles klar, cool. Top. Ich pack's dann ins Bücherregal. Danke dir. So, jetzt habe ich mich einfach mal ganz kurz abgestimmt, habe dafür auch keinen Termin gebraucht und musste niemanden anrufen. Wenn ich alleine und konzentriert arbeiten will, dann setze ich mich in die Fokuszone. So sehen meine KollegInnen, dass ich ungestört sein möchte und dazu wird noch der Teamstatus automatisch auf Nicht-Stören gesetzt. Ansonsten gibt es noch weitere Bereiche in Binier, in die ich mich setzen kann. In der Meeting-Übersicht sehe ich meine anstehenden Calls und kann auch direkt beitreten. Und das Beste, ich sehe in Echtzeit die Meetings meiner Kollegen. Sascha ist beispielsweise in einem Kundengespräch, Arndt und Lukas tüfteln gerade an der Software rum. Und ich habe das Gefühl, dass ich alles mitkriege, was in meinem Team so passiert und bin auch ein bisschen weniger alleine in meiner Höhle hier. Um mich auch mal persönlich auszutauschen, nutze ich sehr gern die Kaffeeküche. Hier kann ich mich jederzeit einwählen. Und wenn meine Kollegen beispielsweise auch mal über fachfremde Themen mit mir reden wollen, dann ist das der richtige Ort dafür. Die Küche erstreckt sich auch über alle Teamräume hinweg. Hier kann ich also auch KollegInnen treffen, die in anderen Räumen, in anderen Teams sind. Aber bitte nicht missverstehen, wenn jemand sich alleine in der Kaffeeküche aufhält, dann heißt das nicht, dass diese Person gerade Pause macht, sondern es ist einfach nur ein Gesprächsangebot. Also die Person zeigt mir, ich bin offen für einen kleinen Plausch und wenn jemand dazukommt, geht's sofort los. So, genug erstmal. Über den Büro-Verlassen-Knopf kann ich beispielsweise zum Feierabend das virtuelle Büro wieder verlassen. Ich mache jetzt aber Mittagspause und klicke auf gleich wieder da. So wissen meine Kollegen, dass ich später wieder erreichbar bin. Ja, und das war Binier. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß in eurem neuen virtuellen Office.